Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es um die Grundausstattung bei einer Wohnmobilreise. Was sollte man denn grundsätzlich dabei haben, was sollte man mitnehmen? Bleibt dran, ich zeige es euch. Bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir doch grundsätzlich mal, was nehme ich so mit, was ist am allerwichtigsten. Ich mache auch noch ein zweites Video zu, das kommt nächste Woche oder übernächste Woche. Da geht es um die Zusatzausstattung, was nice to have ist, welche Helfer gut sind. Und da sind auch ganz tolle Sachen dabei. Aber heute geht es erstmal um die absolute Grundausstattung. Also absolute Grundausstattung ist schon mal so ein Tisch. Der ist jetzt hier relativ groß. Der ist aber wirklich auch super aufzubauen, super schnell. Und der ist auch, naja, für so eine Größe relativ leicht und er hat so eine spezielle Beschichtung, der ist so wasserabweisend. Das kann nicht schaden beim Campen, ne? Also einen Tisch habe ich mit, der ist so groß, weil wir ganz einfache Wohnmobil haben, was bis zu 5 bzw. 6 Leute ist. Wir sind auch zu 5, das heißt so ein ganz kleiner Tisch reicht uns nicht aus. Allerdings haben wir zusätzlich immer noch so einen zweiten kleinen mit, weil man muss vielleicht nicht immer den großen rausholen. Manchmal möchte man nur mal kurz was abstellen oder ist nur zu zweit abends. Dann empfehle ich natürlich auch einen zweiten, damit man nicht immer mit dem Riesentisch hantieren muss. Tisch, ganz wichtig. Ansonsten natürlich passende Stühle. Da haben wir jetzt hier so ganz normale Klappstühle, die sind aus Aluminium, die rosten nicht und sind leicht. Ist beim Campen immer ganz wichtig. Achtet darauf, dass ihr so leicht wie möglich die Materialien zusammenstellt. Unsinniges auch rausladet, da ihr immer aufs Gewicht achten müsst. Davon habe ich 2 mit. Ansonsten haben wir noch eine Bank mit. Das Pendant zu dem Tisch, die war dabei. Das ist eine Sitzbank, das heißt, man kann dann auch zu 5 bzw. maximal sogar zu 6 sich ordentlich hinsetzen. Dann zum Thema Wasser. Ganz wichtig, natürlich braucht ihr grundsätzlich Schläuche zum Wasser beladen. Da habe ich immer 2 mit. Da scheiden sich die Geister, aber ich brauche bei mir zu Hause zumindest schon mal zum Beladen mehr wie 10 Meter. Einer reicht mir nicht. Deswegen habe ich da 2. Und es kann auch unterwegs nie schaden. Man weiß nicht tausendprozentig, wie komme ich an welche Wasserstelle ran. Wo lande ich? Deswegen zu kurz ist auch schlecht. Die beiden, ich habe das extra so gewählt, dass es nicht ein großer ist, sondern dass es 2 einzelne sind. Die verbinde ich mit so einem Steckadapter. Und dann kann ich immer entscheiden, brauche ich den großen oder den kleinen oder reicht mir ein kleiner. Weil immer 20 Meter auf- und zusammenwickeln, die du vielleicht gar nicht brauchst, ist auch blöd. Wichtig ist zum Thema Wasser nochmal, möchte ich erwähnen, achtet darauf, dass ihr das Wasser aus den Schläuchen bekommt, wenn ihr fertig seid. Und zwar macht man das ja mit dieser Wickeltechnik. Hinlegen, einmal durchwickeln, das Wasser fließt nach unten. Ist ganz wichtig zum Thema Keime. Wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. Achtet bitte darauf. Und auch zum Thema Keime fällt mir natürlich gleich ein, hier, das ist die Tüte, wo ich diese Adapter drin habe. Erstmal vor Ort irgendwo vielleicht zum Anschließen und natürlich um meine Schläuche zu verbinden. Und die packe ich immer in so ein Netz, weil das kann natürlich atmen. Wenn die Dinger nass sind, kann die Feuchtigkeit weg. Ganz wichtiges Thema, denn in so eine Tüte reingepackt, das dauert nicht mal ein paar Tage, dann habt ihr Bakterien und das braucht keiner. Ja? Bakterien, das ist immer so ein Thema mit dem Wasser im Wohnmobil. Ich persönlich sehe das auch sehr skeptisch, wenn man da den Wassertank als Trinkwasser benutzt. Das empfehle ich keinen, weil ihr geht schon los bei solchen Schläuchen. Ihr könnt diverse Sachen machen, um den Tank zu reinigen, aber wenn in den Schläuchen Wasser drin bleibt, dann holt ihr euch trotzdem die Keime ins Mobil. Dann ganz wichtig zum Thema Sicherheit, immer ein Feuerlöscher dabei. Dann natürlich Grundausstattung, absolut eine Kabeltrommel. Das sind jetzt hier 40 Meter. Und da ist es meiner Meinung nach auch wichtig, das wiegt zwar auch ein bisschen, aber lieber zu viel wie zu wenig. Es gibt ja auch ganz viele Trommeln, die haben 25 Meter. Aber nichts ist schlimmer, wie wenn ihr auf den Platz kommt und ihr habt nicht immer die freie Auswahl. Und ihr findet noch einen Platz oder es sind Plätze frei, aber ihr kommt nicht zum Strom. Das ist ganz grausam, weil Strom ist sehr wichtig. Deswegen meine Empfehlung, mindestens 40 Meter. Welche Variante auch immer, man kann auch eine kürzere Trommel nehmen und ein Adapterkabel oder ein einzelnes Kabel, aber Strom ganz wichtig. Ansonsten Hammer für Heringe. Da habe ich immer so eine Tüte dabei. Wofür benutze ich die? Die benutze ich für zum Beispiel Markise fixieren und auch für den Vorzeltteppich. Und da habe ich diesen hier. Das ist jetzt, der sieht nicht nur groß aus, der ist auch groß.
Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe mir überlegt, was ist wichtig, was möchte ich, wenn ich bei mir vorne zur Tür rausgehe, dann möchte ich auf dem Vorzeltteppich natürlich auch hinten zur Heckgarage laufen können. Und deswegen habe ich hier so einen, der ist glaube ich 6 Meter und da kann ich sicherstellen, dass ich nicht auf der Wiese rumlaufe, weil Camper, die sich auskennen oder die Erfahrung haben, die wissen, du bist manchmal auf dem Schmutzplatz, manchmal stehst du auf Schotter, manchmal ist die Wiese feucht und da willst du nicht unbedingt draußen immer durchlaufen. Auf so einem Vorzeltteppich, da kann man auch schön ohne Schuhe laufen, das ist auch der Sinn der Sache. So trägt man sich keinen Schmutz ins Wohnmobil. Und das ist jetzt ja einer, ich verlinke euch die ganzen Sachen auch unten, aber den kann ich absolut empfehlen. Das ist so ein spezielles Material, da fällt Sand durch, der ist schmutzabweisend, der ist sogar schimmelabweisend oder schimmelunempfindlich. Das heißt, und wasserabweisend sowieso. Das heißt, auch wenn die Dinger werden sehr, sehr oft feucht eingepackt. Ob das jetzt Regen ist oder ob das einfach nur der morgendliche Tau ist, fast immer fährt man irgendwo morgens weg. Man verlässt den Platz meistens morgen und dann sind die Dinger oft nass vom Tau. Und wenn man die dann einpackt, dann ist natürlich wichtig, dass die da schimmelunempfindlich sind. Von daher absolute Empfehlung, das Teil. Ja, ansonsten natürlich ganz klar die Toilettenchemie. Die sollte man dabei haben. Wir benutzen immer dieses hier, das kann ich auch empfehlen. Das ist hochkonzentriert, da braucht man nicht viel nehmen, das riecht immer frisch, das sieht auch angenehm blau aus und reicht eben wirklich lange. Zum Thema Strom nochmal. Da braucht ihr diese 2 Adapter, die sind zwingend erforderlich. Und zwar ist das einmal zum Strom holen. Ihr kommt irgendwo auf den Platz und dort werden in 99,9% der Fälle diese Teile vorhanden sein. Und da habt ihr einmal diese Variante, wo ihr natürlich einstecken könnt und dann hier verbinden könnt, um zu eurem Wohnmobil zu laufen mit eurer Trommel bzw. den Strom zu eurem Wohnmobil zu bekommen. Und dann habt ihr diesen hier, ja, das ist einmal der zum Bekommen und der zum ins Wohnmobil stecken. Den steckt ihr in euer Mobil, ja, und verbindet den natürlich mit der Kabeltrommel. So bekommt ihr euer Strom zum Mobil. Ja. Ansonsten ist nicht 1000%ig Grundausstattung, aber von meiner Seite aus eine Empfehlung, so ein Paket dabei zu haben. Ich habe ja auch immer diverse Haken frei und offen und verbaut. Das kann nie schaden, sowas mitzuführen, weil zum Thema Markiseabfang, die sind natürlich nicht so extrem gut geeignet dafür, aber für diverse Sachen zum Fixieren der Tür zum Beispiel und wenn Wind ist, sind diese Dinger super geeignet, kann nie schaden, die mitzuhaben. Außerdem, meiner Meinung nach, ganz, ganz wichtig, sind die Auffahrkeile. Da habe ich hier auch welche von Thule. Und das sind die größeren, die höheren. Und die braucht ihr auch wirklich oft, weil ihr kommt auf den Platz und das Mobil steht schräg in den allermeisten Fällen. Und wir haben das ganz am Anfang auch stiefmütterlich behandelt und haben auch oft so gestanden. Dann habt ihr natürlich die Themen, dass ihr teilweise eventuell deswegen schlecht schlaft. Das kommt bei manchen vor. Die Tür zum Beispiel vom Bad fällt immer zu, weil natürlich ja, an der Schräge steht. Das Wasser steht im Waschbecken einseitig und läuft nicht richtig ab. Es kann in Extremfällen auch dazu kommen, dass das Wasser nicht richtig in den Abwassertank läuft. Und wenn ihr losfahrt, es dann anfängt zu blubbern oder ähnliches. Alles schon erlebt. Deswegen Auffahrkeile, meiner Meinung nach absolute Grundausstattung. Ansonsten führe ich natürlich immer, klar, nehmt euch Handschuhe mit. Und zwar solche mit Gummi, weil wenn ihr mal nass hantieren müsst oder es ist feucht oder so, ja, ist unangenehm. Und es regnet ja auch mal und dann müsst ihr die Kabeltrommel und alles wieder einpacken. Handschuhe, dann so eine Werkzeugbox habe ich immer dabei für Kleinigkeiten. Ich habe hier auch so eine Box mit diversen Utensilien. Da muss jeder für sich selber entscheiden, was er zusätzlich braucht. Das ist nicht unbedingt Grund. Was noch zwingend Grund ist, ist so eine Gießkanne. Jetzt sagen vielleicht Neulinge oder so, was wird da mit der Gießkanne? Die ist für das Wasserholen auf dem Platz. Wir haben da auch andere Varianten am Anfang gehabt, weil Gießkanne habe ich selber gedacht, ja, ist nicht so cool oder was, ne? Oder gibt es bestimmt was Professionelles. Und ich hatte am Anfang auch so Plastikbehälter, die ich zusammenrollen kann, zusammenpacken kann. Ich persönlich habe keinen Platzmangel. Ihr seht, ich habe eine große Heckgarage hier. Deswegen nehme ich natürlich so eine Gießkanne, weil mich der Platz nicht so stört. Aber die ist super, weil ich kann loslaufen. Ich kann die auch super leicht befüllen, weil eine riesen Fläche ist. Und ich kann die auch super ins Wohnmobil eingießen. Ich hatte am Anfang so Plastikbehälter.
die habe ich nicht befüllt bekommen, die Adapter haben nicht gepasst, die Behälter sind unhandlich, die sind dann immer feucht und sind aber zusammengeklappt. Das heißt, die können nicht auslüften, da haben wir wieder die Feuchtigkeitsthematik. Und bei so einer Gießkanne, erstmal kriege ich das Wasser fast alles raus und zweitens, wenn ich die so reinpacke, dann kann die super auslüften. Beste Teil zum Wasser holen auf dem Platz. Absolute Empfehlung. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war jetzt erstmal Grundausstattung, was so in der Heckgarage liegt. Wir schauen gleich nochmal, was ich so im Führerhaus noch mitführe und beziehungsweise in der Küche. Aber ansonsten ist das hier jetzt im Außenbereich erstmal das, was ich mitnehmen würde. Auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ohne was ich nicht losfahren würde. Und kommt natürlich noch ein weiteres Video, wo noch Sachen kommen, die schön zu haben sind, die euch helfen werden, die das Ganze schöner machen. Aber das ist erstmal das Grundsätzliche, was ihr mitführen solltet im Außenbereich. Und jetzt schauen wir uns noch innen an. Kommen wir jetzt zur Grundausstattung im Innenbereich. Da würde ich sagen, auf jeden Fall weiß jeder, was er braucht an Tellern, Tassen, Gläsern, Besteck und so weiter und potenziell Pfannen, Töpfe, wer kochen will, je nachdem. Wichtig dafür nicht vergessen, entweder Stabfeuerzeug oder wer raucht, hat den Feuerzeug dabei. Aber das braucht ihr natürlich, dass ihr den Gasherd anmachen könnt. Für Kochen oder aber zum Beispiel für Heißwasser. Ich würde das schon fast zur Grundausstattung zählen, obwohl man vielleicht denken könnte, das ist nicht Grund, aber für mich wäre das Grundausstattung, weil mit dem Teil seid ihr unabhängig vom Strom. Wenn ihr Kaffee trinken wollt, Tee trinken wollt oder einfach mal Wasser abkochen wollt zur Sicherheit in Sachen Keime. Ich habe es schon ganz oft erlebt, dass wir unterwegs waren. Wir waren irgendwo spazieren oder was, wollten schön Kaffee trinken und dann kauft man sich entweder einen teuren Kaffee irgendwo, nimmt den vielleicht sogar auf die Hand oder was und nimmt den mit, weil man einfach einen Kaffee trinken möchte. Und mit dem Teil habt ihr euren Kaffee immer dabei, weil dann könnt ihr euch schön das Wasser selber warm machen. In zum Beispiel, wir benutzen da so eine Bodum-Presskanne. Da seid ihr unabhängig, schmeckt trotzdem lecker. Und deswegen würde ich das auch zur Grundausstattung dazu packen. Ansonsten freue ich mich, wenn ich euch den einen oder anderen Aha-Effekt verpassen konnte, dass ihr sagt, ach, das brauchen wir noch oder das will ich auch. Das nehmen wir mal mit. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und es ist immer eine ganz besondere Freude. Und ansonsten natürlich, wenn ihr die Videos schaut in Zukunft und die schon da sind. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen, lasst es euch gut gehen. Bis bald.